Moin meine Freunde des selbsterzeugenden Stroms und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal ein paar Tipps an die Hand geben, wenn ihr euer Indevolt-System mit dem WLAN verbinden wollt und das klappt vielleicht nicht ganz so, wie ihr euch das vorstellt. Ich habe hier 5 Punkte, die ich euch einmal etwas erläutern möchte und ich hoffe, das Ganze hilft euch, euer WLAN-Problem zu lösen. Punkt 1: schlechter Empfang oder hohe Latenz. Normalerweise ist das so, dass man einen WLAN-Router meistens innerhalb eines Gebäudes platziert und diese Balkonkraftwerke dann entweder, wie der Name schon sagt, draußen auf einem Balkon oder vielleicht Leute, die ein etwas größeres Anwesen haben, auch etwas weiter draußen. Dann kann es natürlich gut sein, dass entsprechend durch Wände, Türen, Tore der WLAN-Empfang einfach zu schlecht ist, so dass er sinnvoll genutzt werden kann. Man muss bei 2 Sachen unterscheiden. Also es gibt einmal die WLAN-Stärke, also wie weit das Signal reicht, und die entsprechende Datenrate, also wie viel Daten kann ich entsprechend zwischen meinem WLAN-Router und dem Indevolt-System übertragen. Nur weil ich einen guten Empfang habe, heißt es nicht, dass ich auch viele Daten schicken kann. Also wir können das durchaus haben, dass wir Empfang im mittleren Bereich haben, aber die Verbindung zum Indevolt-Server nicht zustande kommt, weil es viel zu lange dauert, bis Daten von meinem Balkonkraftwerk zum Indevolt-Server gelangen. Um denen entgegenzuwirken, hilft es eigentlich nur, entweder einen Repeater auf der Zwischenstrecke zu platzieren, so also, dass ich die Distanz etwas überbrücken kann, oder einen Access Point, was tatsächlich noch besser wäre, weil ich dann meine Geschwindigkeit nicht reduziere. Oder man guckt einfach, ob man sein Balkonkraftwerk an einem anderen Ort platzieren kann. Häufiger Fehler Nummer 2: die Indevolt-Balkonkraftwerke unterstützen nur WLAN-Netzwerke mit 2,4 GHz Frequenzband. Also, wenn ihr einen WLAN-Router habt und ihr habt das 2,4 GHz WLAN und das 5 GHz WLAN auf einem Namen aktiviert, kann das durchaus sein, dass das Indevolt-System da ein bisschen durcheinander kommt und nicht weiß, mit welchem dieser beiden Sachen es sich verbinden soll, beziehungsweise wenn es versucht, sich mit 5 GHz zu verbinden, dass es entsprechend fehlschlägt. Ich würde das 2,4 GHz und das 5 GHz WLAN in 2 unterschiedliche WLAN-Namen aufteilen. Wenn ihr das gemacht habt, dann guckt mal, dass ihr in der Indevolt-App beim Einrichten nur das 2,4 GHz WLAN auswählt und schaut, ob die Verbindung dann zustande kommt. Punkt Nummer 3: nicht unterstützter WLAN-Kanal. Ich gebe zu, der Fehler ist schon recht selten, aber kann durchaus vorkommen. Ich kann nur von der Fritzbox sprechen. Es gibt manchmal eine Einstellung, die sagt, dass man erweiterte WLAN-Kanäle nehmen kann. Diese erweiterten WLAN-Kanäle, das dürften Kanal 12 und 13 sein, wenn ich mich recht erinnere, sind Kanäle, die standardmäßig nicht von eurem WLAN-Router unterstützt werden. Und das liegt daran, dass viele Geräte diese beiden Kanäle ebenfalls nicht unterstützen. Solltet ihr diese Option aktiviert haben und der WLAN-Router funkt auf einer dieser WLAN-Kanäle, kann es durchaus sein, dass das Indevolt-System aufgrund dessen keine Verbindung herstellen kann. Also sucht einfach mal nach WLAN-Kanal 12 oder 13. Das dürfte in der Fritzbox ein extra Haken sein. Punkt 4: Störung durch andere Geräte. Ich gebe zu, der Fehler ist wirklich extrem schwer ausfindig zu machen. Gibt es kein einfaches Mittel, um zu sagen, okay, das liegt jetzt an der Störung durch ein anderes Gerät oder durch ein anderes WLAN oder durch einen anderen Funkmechanismus. Die Probleme können da vielseitig sein. Mein Tipp: guckt, dass ihr das Balkonkraftwerk, wenn ihr wirklich einen super unerklärlichen Fehler habt, erstmal wieder an einem anderen Ort platziert, selbst wenn dort erstmal die Solaranbindung schwierig ist, und guckt, ob ihr das Ganze dort initial einrichten könnt. Wenn das initiale Einrichten funktioniert, dann packt ihr das Balkonkraftwerk wieder an den Standort, wo ihr es vorher hattet, und in den meisten Fällen funktioniert das Ganze dann auch zuverlässig.
Und Punkt 5, Mesh-WLAN. Es gibt immer mal wieder Probleme bei Geräten, Balkonkraftwerken, aber auch ganz viele anderen WLAN-Geräten, wenn ein sogenanntes Mesh konfiguriert ist. Also quasi ein Netzwerk, was aus mehreren WLAN-Routern bzw. WLAN-Access-Points besteht und zwischen diesen nahtlos hin und her gewechselt wird. Es muss nicht sein, aber es kann gut aus sein, dass so ein Mesh-WLAN-Verbund bei den Systemen eine gewisse Inkompatibilität auslösen kann. Habe ich schon ein, zwei Mal in der Community gelesen. Schaut mal, wenn ihr einen Access Point extra habt oder einen WLAN-Repeater, dass ihr diesen nur für das InnoVolt-System einmal einrichtet und prüft dann, ob entsprechend der Fehler immer noch besteht. Ich hoffe, das kleine Guide konnte euch zumindest etwas helfen, ein paar Ideen an die Hand bringen, um euer WLAN-Problem oder beziehungsweise die Verbindungsprobleme mit eurem InnoVolt-System zu lösen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten Fragen gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.